Hi zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Natur- und natürlich Fototechnik-Kanal Amazing Nature Alpha. Schön, dass ihr reinschaut. Wie ist es eigentlich möglich, kleinwüchsige Blumen oder Blüten von unten zu fotografieren? Ihr kennt diesen Look, ich habe das auch schon öfter gemacht. Ihr könnt eure Kamera in das Maisfeld reinlegen und einfach nach oben fotografieren, in einem schönen Weitwinkel. Ihr könnt sie in ein Getreidefeld reinlegen, in ein Rapsfeld, was auch immer. Das gibt schöne, ausdrucksstarke Bilder mit einem knalleblauen Himmel oben drüber. Und dieser Look ist sehr, sehr cool. Aber jetzt kommt natürlich der Clou in diesem Video. Wie schaffen wir es denn, Gänseblümchen von unten zu fotografieren? Müssen wir die Kamera dazu eingraben? Das seht ihr in diesem Video. Ja, natürlich müssen wir die Kamera eingraben. Ich habe auch extra hier einen Spaten und eine Schaufel mitgenommen, damit wir die Sony A7 IV hier bis zum Objektiv eingraben und dann von unten die Gänseblümchen fotografieren. Das macht eure Kamera natürlich ein bisschen schmutzig, aber das müsst ihr halt einfach in Kauf nehmen. Das war natürlich ein Spaß. Natürlich müsst ihr die Kamera nicht eingraben und ich zeige euch heute eine Methode, wie ihr trotzdem kurz wachsende Blüten von unten fotografiert. Denn das geht ja eigentlich gar nicht. Und wir sind ja in der Fotografie immer auf der Suche nach Motiven, die die Leute vielleicht auf Instagram eine Sekunde länger am Bild festhalten als bei anderen Fotos, weil sie kurz drüber nachdenken, hey cool, habe ich so auch noch nicht gesehen. Und deswegen heute Projekt Gänseblümchen von unten fotografieren und ganz einfach. Ihr seht es hier schon, ich habe einfach an meinem Objektiv einen Gummi befestigt. Das könnt ihr aber auch mit einem Tesa machen. Ihr könntet genauso gut die ganzen Gänseblümchen in Reihe und Glied auf einen Tesastreifen aufkleben und dann um das Objektiv kleben. Es ging aber auch heute sehr, sehr gut mit einem Gummi. Natürlich könnt ihr das mit jeder Blume so machen. Ihr könnt euch hier auch Tulpen drumherum binden, sieht auch sehr cool aus. Aber Tulpen könnte man ja theoretisch auch anders fotografieren, weil sie ja recht hoch wachsen. Da kann ich die Kamera auch so drunter legen. Dementsprechend cool war es heute mal, einfach sehr kurz wachsende Blümchen zu nehmen. Das Objektiv spielt dabei eine entscheidende Rolle. Ich habe hier das 7 Artisans 10 mm f2.8. Das hat euch ja mega begeistert. Davon hat 7 Artisans laut meiner Information auch so viele verkauft. Nicht unbedingt an euch, aber halt an alle Fotografen in Deutschland zumindest oder weltweit ist dieses Objektiv sehr gut verkauft worden. Es ist ein 10 mm ultra Weitwinkelobjektiv. Ein manuelles Fisheye mit einer Offenblende von f2.8. Und ja, damit könnt ihr zum Beispiel so eine Timelapse hier machen. Aber ihr könnt natürlich auch extrem coole Weitwinkelfotografie machen. In dem Video habe ich euch ja ein paar sehr schöne Beispiele gezeigt. Ich verlinke euch das Video am Ende nochmal. Und Weitwinkel ist deshalb so wichtig, weil wir eine extrem hohe Schärfentiefe haben. Denn wir sind ja sehr, sehr kurz vor der Linse. Das heißt, ihr müsst großwachsende Gänseblümchen nehmen, denn ansonsten würden wir hier einfach nicht genug Schärfentiefe haben. Und das ist auch der Grund, warum ich kein 14 mm von Sony zum Beispiel nehme, weil Sony hat schon wieder 5 cm eine schlechtere Naheinstellgrenze. Das heißt, ich habe heute das 10 mm Ultraweitwinkel genommen. Und wenn ihr dann noch mit einem Reflektor das Licht der Sonne zurückreflektiert von unten, dann bekommt ihr natürlich auch ein cooles Licht unten in die Gänseblümchen rein. Ich verlinke euch alles mal unter dem Video. Das coole 10 mm, falls ihr es nicht schon habt. Ich weiß, viele von euch haben sich das damals zugelegt. Und den Faltreflektor zum Beispiel auch. Aber natürlich auch meine A7 IV ist eh standardmäßig unter dem Video verlinkt. So, und dann gibt es noch einen coolen Trick. Und zwar ist mir dann aufgefallen, wenn ich mich drehe, dann haben wir natürlich eine sehr hohe Beschleunigungskraft außen herum. Also der Kreisel außen dreht sich natürlich viel schneller als innen. Das ist ja generell so bei einem extremen Fisheye. Das wird Spindel. Dann bin ich einfach mal auf eine längere Verschlusszeit gegangen, so von 1/20 ungefähr.
und habe mich dann im Kreis gedreht und habe mehrmals durchgedrückt. Und dann habt ihr noch um die Gänseblümchen so einen coolen Strudeleffekt. Ich weiß nicht, ob das jetzt mein Lieblingsbild wird, aber es hat auf jeden Fall jede Menge Spaß gemacht. Und darum geht es ja auch in der Fotografie. Es muss ja nicht immer alles super perfekt sein. Übrigens hilft natürlich für mehr Schärfentiefe noch zusätzlich sehr stark abblenden. Aber durch das ihr sowieso einen sehr hellen Himmel habt und dann noch mit dem Reflektor vielleicht von unten dagegen geht, könnt ihr das aber auch auf einem weißen Boden oder mit einem Stück Styropor machen. Das reflektiert das Licht auch sehr cool. Bin ich hier auf eine F20 gegangen oder F18, damit ich die Gänseblümchen in der Nahdistanz auch noch scharf habe. Leider führt das natürlich dazu, dass wir dann oben in den Bäumen kein richtiges Bouquet haben, denn bei so einem Ultraweitwinkel ist halt immer alles scharf. Ja. Ihr könnt aber dann auch noch bei einem schönen Tag einfach nur einen blauen Himmel mit schönen Schäfchenwolken darüber fotografieren. Macht das, geht raus, probiert's mal aus, teilt das Bild auf Instagram, nehmt den Hashtag AmazingNatureAlpha oder @AmazingNatureAlpha, damit ich diese Versuche mitbekomme und ich freue mich über jeden, der das mal nachmacht. Danke für eure Zeit, bis zum nächsten Mal. Ciao.